Stoische Gelassenheit und Freiheit von Emotionen sind die beiden wohl bekanntesten Aspekte der stoischen Ethik. Und tatsächlich spielt der Umgang mit Emotionen eine zentrale Rolle in der stoischen Philosophie. Der frühe Stoiker Chrysipp soll 4 Bücher über die Emotionen verfasst haben und auch spätere Stoiker wie Seneca, Epiktet oder Marc Aurel behandeln Emotionen ausführlich in ihren Schriften. Was die Stoiker unter Emotionen verstehen und warum es so wichtig ist, sie zu kontrollieren, erfährst du in diesem Video. Du fährst mit dem Fahrrad auf der Landstraße zur Schule. Das hinter dir fahrende Auto hupt mehrfach, setzt zum Überholen an und fährt im Vorbeifahren mit hoher Geschwindigkeit durch eine Pfütze, sodass du von oben bis unten nass gespritzt wirst. Wütend rufst du dem Autofahrer ein paar saftige Beleidigungen hinterher und ärgerst dich noch den ganzen Tag über ihn. Musstest du so fühlen und reagieren? Laut stoischer Auffassung nein. Schauen wir uns an, warum. Der griechische Begriff Pathos kann im Deutschen mit Gefühl, Emotion, Affekt oder auch Leidenschaft übersetzt werden. Gemeint sind schlechte Gefühle oder Affekte, die auf falschen, wieder vernünftigen Werturteilen beruhen. Ihnen gegenüber stehen die vernünftigen, guten Gefühle des stoischen Weisen, dazu später mehr. Vor den Stoikern gingen die meisten Philosophen davon aus, dass sich Emotionen bzw. Affekte oder Leidenschaften von selbst einstellen und wir ihnen hilflos ausgeliefert sind. Die Stoiker widersprechen dieser Auffassung und sagen, dass wir selbst für unsere Gefühle verantwortlich sind. Emotionen wie Ärger oder Wut sind laut Stoa keine unkontrollierbaren Reaktionen auf die Außenwelt, sondern Täuschungen des Denkens. Sie entstehen erst durch unsere Bewertungen von Situationen. Bei Emotionen handelt es sich um Meinungen, die wie unsere anderen Überzeugungen auch von der Vernunft gesteuert werden. Sie entstehen, indem der Mensch einer nicht verlässlichen Vorstellung seine Zustimmung erteilt. Die Vorstellung wird zwar von einem externen Gegenstand hervorgerufen, eine Emotion, eine Meinung entsteht aber erst durch unsere Zustimmung zu dieser Vorstellung. Damit sind wir selbst Urheber unserer Emotionen. Wir sind unseren Emotionen nicht hilflos ausgeliefert, sondern können sie steuern und uns von ihnen befreien. Emotionen werden nämlich nicht direkt durch äußere Gegenstände oder Ereignisse ausgelöst, sondern bedürfen unserer Zustimmung. Eine Zustimmung zu einer nicht verlässlichen Vorstellung widerspricht dem erkenntnistheoretischen Ideal der Stoiker. Wir sollten unsere Zustimmung laut Stoa nur dann erteilen, wenn wir sicher sein können, dass eine Vorstellung verlässlich ist, ihren Gegenstand also genau und adäquat erfasst. Nur auf diese Weise erlangen wir Erkenntnisse und schließlich Wissen. Emotionen sind zudem exzessive Impulse oder Handlungsmotivationen. Sofern kein äußeres Hindernis dazwischenkommt, entsprechen unsere Handlungen unseren Emotionen. Chrysipp vergleicht einen solchen exzessiven Impuls mit einem Menschen, der zu schnell läuft und seine Schritte nicht mehr kontrollieren kann. Selbstverständlich empfindet auch der stoische Weise physischen Schmerz, wird zu Tränen gerührt oder erschreckt sich bei einem lauten Knall. Solche spontanen Empfindungen bezeichnen Stoiker als Protoemotion. Dabei handelt es sich um Emotionen, die noch nicht voll ausgebildet sind und unwillkürlich im Körper entstehen. Protoemotionen treten sofort und zufällig als körperliche Reaktion auf einen ersten Eindruck auf. Entscheidend ist unser Umgang mit ihnen. Wir können durch unsere Vernunft urteilend Stellung zu ihnen beziehen. Werfen wir mit diesem Wissen noch einmal einen genaueren Blick auf das Fallbeispiel. Was ist laut stoischer Emotionstheorie auf der Landstraße passiert? Das Hupen, Überholen und Nassspritzen des Autofahrers hat eine Vorstellung in dir erzeugt. Möglicherweise ist auch eine Protoemotion in dir entstanden und du hast dich spontan erschreckt. Du hast dieser Vorstellung zugestimmt und die Überzeugung gebildet, ein Autofahrer hupt mich an, überholt mich und spritzt mich dabei nass. Danach hast du der Vorstellung zugestimmt, dies sei schlecht und ärgerlich. Immerhin darfst du die Straße ebenso nutzen wie er hätte nicht durch die Pfütze fahren müssen, deine Klamotten sind nur nass und dreckig und so weiter. So hast du die entsprechende Meinung und den entsprechenden exzessiven Handlungsimpuls gebildet. Du wurdest wütend, hast ihm Beleidigungen hinterhergerufen und dich den ganzen Tag über ihn geärgert. Hättest du anders fühlen und reagieren können? Laut stoischer Emotionstheorie ja. Erwachsene Menschen können im Gegensatz zu Tieren und Kindern ihren Vorstellungen Zustimmung erteilen oder aber verwehren. Die Zustimmung erfolgt freiwillig.
Ob ich der Vorstellung zustimme, dass das Verhalten des Autofahrers ärgerlich ist und ich wütend reagiere, liegt bei mir. Nur wenn ich der Vorstellung meine Zustimmung erteile, ärgere ich mich und handle entsprechend. Aber ist es in einer solchen Situation nicht völlig berechtigt, wütend zu reagieren? Die Stoiker unterscheiden 4 grundlegende Arten von Emotionen: Begierde, Furcht oder Angst, Lust und Trauer oder Schmerz. Der Unterschied zwischen diesen Emotionen liegt darin, ob etwas für gut oder für schlecht gehalten wird und ob es in der Zukunft oder Gegenwart liegt. Eine Begierde besteht in der Meinung, dass etwas gut ist und in der Zukunft hoffentlich erlangt werden wird. Gemeint ist das falsche Verlangen nach indifferenten Dingen wie beispielsweise Reichtum, Sex oder Essen, die wir in der Zukunft erlangen möchten. Furcht besteht in der Meinung, dass etwas schlecht ist und in der Zukunft leider eintreffen wird. Es handelt sich um eine falsche Abneigung gegenüber indifferenten Dingen wie beispielsweise Krankheit, Tod oder Armut, die möglicherweise in der Zukunft eintreffen könnten. Lust entsteht, wenn es in der Gegenwart gelingt, das Objekt der Begierde zu erlangen bzw. das Objekt der Furcht zu vermeiden. Lust bezeichnet die falsche Freude an etwas in der Gegenwart, welche dadurch entsteht, dass ein indifferentes Ding fälschlicherweise für gut gehalten wird. Trauer oder Schmerz entsteht, wenn es nicht gelingt, das Objekt der Begierde zu erlangen oder das Objekt der Furcht zu vermeiden. Trauer bzw. Schmerz ist eine falsche Reaktion auf etwas, das in der Gegenwart passiert und für schlecht gehalten wird, obwohl es in Wahrheit gleichgültig ist. Lust und Trauer bzw. Schmerz sind somit nachgeordnete Emotionen. Lust entsteht durch die Befriedigung einer Begierde bzw. beim Vermeiden von etwas, das Furcht auslöst. Trauer oder Schmerz entsteht, wenn eine Begierde nicht befriedigt werden kann bzw. das befürchtete Ereignis eintritt. Zu diesen 4 grundlegenden Arten von Emotionen gehören viele weitere Emotionen. Zur Angst vor Ehrlosigkeit beispielsweise die Scham, zur Lust am negativen Schicksal anderer die Schadenfreude, zur Begierde nach sexueller Befriedigung oder Rache, sexuelles Verlangen und Zorn, zum Schmerz, Ärger, Trauer, Ekel und Eifersucht. Laut Stoa handelt es sich bei allen Emotionen um Meinungen. Sie müssen nicht unbedingt falsch sein, sind aber stets schwach und instabil und sollten daher vermieden werden. Emotionen hat nur der Narr, nicht der stoische Weise. Schauen wir uns genauer an, warum. Die stoische Theorie der Emotionen hängt eng mit der stoischen Güter- und Werttheorie zusammen. Gut ist laut Stoa nur die Tugend und damit Wissen. Schlecht ist nur das Gegenteil von Tugend und damit Unwissen. Alle anderen Dinge sind gleichgültig. Emotionen entstehen nun, wenn wir Dinge, die für das Glück indifferent sind, zu Unrecht für gut oder schlecht halten. Eine Vorstellung, die einem indifferenten Gegenstand zuschreibt, gut oder schlecht zu sein, kann nicht stimmen. Einer solchen Vorstellung sollten wir grundsätzlich nicht zustimmen. Wenn wir beispielsweise Gesundheit, Reichtum, Erfolg oder gesellschaftliche Anerkennung für Güter halten, entwickeln wir ihnen gegenüber Emotionen. Wir empfinden Begierde oder Lust, sie zu besitzen, bzw. Angst oder Schmerz, sie zu verlieren. Derartige Emotionen zeigen jedoch nur, dass wir fälschlicherweise meinen, diese Dinge wären nötig für ein glückliches Leben. Der Narr irrt und bildet falsche Meinungen über den Wert indifferenter Dinge. Er ärgert sich beispielsweise über das Verhalten anderer oder über nasse, schmutzige Klamotten, obwohl diese Dinge gleichgültig für sein Lebensglück sind. Das Ideal der Stoiker ist es, sich von Emotionen und damit von Meinungen über die Außenwelt zu befreien. Eine solche Unempfindlichkeit, Leidenschaftslosigkeit oder Freiheit von Emotionen heißt auf Griechisch Apatheia. Dabei geht es nicht nur um falsche Meinungen bzw. unangemessene oder belastende Emotionen, sondern um jede Art von Gefühlen. Nicht nur Neid, Hass, Eifersucht oder Schadenfreude, sondern ausnahmslos alle Emotionen beruhen laut Auffassung der Stoa auf falschen Urteilen. Denn sie schreiben indifferenten Dingen fälschlicherweise zu, gut oder schlecht zu sein. Im Gegensatz zum gewöhnlichen Menschen macht der stoische Weise nicht den Fehler, indifferente Dinge emotional zu beurteilen. Er erkennt, dass sie irrelevant für ein glückliches Leben sind und entwickelt ihnen gegenüber keine Gefühle. Das Ideal der Apatheia bildet laut Stoa die Grundlage für ein tugendhaftes und damit glückliches Leben. Eng damit verbunden ist das stoische Ideal der Ataraxie.
Ataraxia können wir übersetzen mit Unerschütterlichkeit, Seelenruhe oder Gelassenheit. Im Zustand der Ataraxie ist man frei von Emotionen und lässt sich von indifferenten Dingen wie Tod, Krankheit oder Armut nicht erschüttern. Eine solche Einstellung ermöglicht, selbst schlimme Schicksalsschläge zu akzeptieren und ist somit ebenfalls die Grundlage für ein glückliches Leben. Der stoische Weise ist aber nicht völlig gefühllos, sondern empfindet anstelle von Emotionen vernünftige, gute Gefühle. Wie wir im Video zur stoischen Güterlehre gesehen haben, muss es innerhalb der indifferenten Dinge Wertunterschiede geben, da sonst kein vernünftiges Handeln möglich wäre. Naturgemäße Dinge sollen normalerweise bevorzugt werden, naturwidrige Dinge vermieden werden. Mit der Bevorzugung naturgemäßer Dinge und der Vermeidung naturwidriger Dinge sind laut Stoa bestimmte, vernünftige, gute Gefühle verbunden. Bei den Eupatheiai handelt es sich ebenso wie bei den Pathei nicht um Gefühle, die sich von selbst einstellen, sondern um nunmehr vernünftige Urteile. Der widervernünftigen Begierde entspricht das vernünftige Streben oder Wollen. Hierzu gehören auch Wohlwollen, Güte und Entgegenkommen, Herzlichkeit und Liebe. Der widervernünftigen Furcht entspricht die vernünftige Vorsicht. Zu ihr gehören die sittliche Scheu und Ehrfurcht und die Keuschheit. Der falschen Lust entspricht die vernünftige Form der Freude. Zu ihr gehören die angemessene Freude über das für einen selbst Förderliche, die Freude über die Taten des Besonnenen und die Freude über die Führung und Güte des Kosmos. Für einige Emotionen gibt es jedoch keine vernünftigen Entsprechungen. Dies gilt für alle Emotionen, die dem Schmerz zugeordnet sind, also Ärger, Trauer, Ekel oder Eifersucht. Dies ist insofern konsequent, als dass die guten Gefühle des Weisen seelische Begleit- oder Folgeerscheinungen der Tugend sind. Der stoische Weise versucht zwar normalerweise, naturgemäße Dinge zu erlangen und naturwidrige Dinge zu vermeiden. Gelingt dies jedoch nicht, so akzeptiert er sein vorherbestimmtes Schicksal gelassen, da er sich als Teil des vom göttlichen Logos durchdrungenen Kosmos weiß, in welchem alles sinnvoll geordnet und vorherbestimmt ist. Der stoische Weise empfindet also keine Wut, beispielsweise über einen rücksichtslosen Autofahrer, aber auch keine Trauer, nicht einmal beim Verlust seiner Liebsten. Dies liegt nicht daran, dass er keine Gefühle für seine Mitmenschen hat. Er empfindet sehr wohl Zuneigung und Wohlwollen gegenüber Angehörigen und Freunden. Dennoch hält er es für unangebracht, bei Todesfällen zu trauern. Er nimmt eine vernünftige Perspektive ein und wertet den Tod nicht als persönliche Katastrophe, sondern als erwartbares und natürliches Ereignis. Wie jedes andere natürliche Ereignis trägt der Tod zur Regeneration und zum Fortbestand des Kosmos bei. Um den richtigen Umgang mit Trauer und Schmerz zu erlernen, entwickeln Stoiker ganz konkrete Übungen, die wir heute in der kognitiven Verhaltenstherapie und der modernen stoischen Ratgeberliteratur wiederfinden. Laut Stoa muss man unterscheiden, was man in seinem Leben beeinflussen kann und was nicht. Die Erkenntnis, dass man seine Gedanken und Gefühle kontrollieren kann, eröffnet einen neuen Blick auf die Welt und das eigene Leben. Man wird gelassen und lernt, mit schwierigen Situationen besser umzugehen. Was hältst du persönlich vom stoischen Ideal der Apatheia und Ataraxie? Hältst du es für möglich oder sinnvoll, seine Emotionen zu kontrollieren und nur vernünftige Gefühle zuzulassen? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet-Lernset Stoa Ethik kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!